Endlich habe ich sie hier, die finale Version der Pico 4. Wer meinen Kanal schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich schon seit einigen Wochen die Testversion der Pico hier in den Händen halte. Ich war in einem Testprogramm bei Pico auf freiwilliger Basis, also ich wurde nicht von Pico oder ähnliches bezahlt. Ich habe einfach ein bisschen mitgewirkt beim Fehler finden und so weiter. Und deswegen ist es für mich auch Premiere, dass ich die finale Pico 4 sehen kann, so wie sie bei euch an der Türschwelle dann sein wird. Also bleibt dran. Ich habe natürlich selber noch nicht reingeschaut und man sieht das Ganze hier schon. So sieht die Pico 4 dann aus. Ich habe, wie gesagt, nur dieses Testmodell. Da ist diese schöne schwarze Front auch einfach übergeklebt. Und für mich ist das erste Mal, dass ich die dann live sehe. Ich kenne die dann halt eben nur auch aus den Bildern. Erstmal befreien wir sie hier von dem Netz. Schön eingraviert hier. Sieht man vielleicht im richtigen Licht. Pico. Ja, ganz vergessen. Hier sind natürlich auf der Schutzhülle hier ein paar Spiele aufgezeigt. Demio wird es geben. Multibrush habe ich auch schon getestet. After the Fall habe ich ausprobiert. 11 Table Tennis habe ich schon auch ausprobiert. Also alles auf der Pico 4. Rec Room ist cool. Ist umsonst. Könnt ihr euch direkt, wenn ihr das Ding dann habt, runterladen. Once Alliance, keine Ahnung. Cities VR habe ich ausprobiert. Blade and Sorcery muss ich noch ausprobieren. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Real VR Fishing, auch saugeil, macht super viel Spaß. Und Warplanes Battles over Pacific. Und da wird es noch viele andere Spiele geben. Was haben wir sonst so? Ein paar Specs, 4K plus Resolution, 1200 ppi und so weiter. Schaut euch mein Hands-on dazu an, da gehe ich ein bisschen auf die Details ein. Mehr steht hier auch nicht. Also dann kann es losgehen. Okay, man muss nicht. Bei der Pico 3 Link musste man noch so Schutzdinger abmachen. Das muss ich anscheinend nicht. Ich kann es hier direkt öffnen. Boom, da ist das gute Stück. Ich habe auf jeden Fall erstmal die Vibes hiervon, weil diese schwarze Plate hier immer noch zu ist. Aber das Ganze können wir ja gleich entfernen. So, die Controller sind mir vertraut, habe ich schon mal gesehen, aber wir können uns die nochmal gemeinsam anschauen. Auf jeden Fall wirken die qualitativ hochwertig, die sind schön perforiert, dass die Hände nicht so schwitzen und so weiter, keine glatte Oberfläche. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber fühlen sich gut in der Hand an. Vielleicht für manche etwas klein, aber sind auf jeden Fall nicht sonderlich kleiner als die Quest Controller und ja, fühlt sich super an. Also ich bin echt ein Fan von diesen Controllern. Fehlt natürlich wieder mal so ein Strap. Da bin ich auch ein großer Fan von. Ich hoffe, dass da bald mal was kommt. So, tun wir erstmal zur Seite. Ja. Hier neu ist dass hier so ein Share-Button ist. Den gab es quasi vorher schon, aber jetzt ist der auch als Share-Button deklariert. Okay. Schön, schön, schön. Bevor wir uns das anschauen, gucken wir mal, was im Lieferumfang noch so da ist. Wir haben hier noch ein bisschen Zubehör. Kann man das Ganze hier rausholen? Nee. Müssen wir hier öffnen. Ah ja, jetzt kann man es rausholen. Schön hier so weiche Pads, damit das Ganze nicht zerkratzt, auch in der Lieferung. So, schauen wir mal, was wir hier so drin haben. Ein Nose Flap werde ich auch gleich direkt installieren. Ist mir schon wichtig. Dann haben wir hier einen Brillenspacer. Ja, magnetisch auch. Hier sehen wir die Magneten. Werden wir auch gleich ausprobieren. Was haben wir denn hier?
ja, ein paar Manuals, Safety Warranty Guide, dann User Guide und der Quick Guide for Pico 4 Series. Und dann haben wir hier noch ein Netzteil. Wie viel Watt hat das? Watt, was steht denn hier drauf? Ich muss das hier erstmal abziehen. Hier steht 20 Watt, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, könnt ihr euch ja selber einmal anschauen. Screenshot machen und dann euch anschauen. Da steht so dick und fett 20 Watt. Ich habe es unten übersehen. Das Kleingedruckte gelesen. Schön im Grau. Also mir gefällt das Grau hier eigentlich ganz gut. Nicht immer weiß. Es hat so ein leichtes PlayStation, PSX, PS1 damals Vibe. Hier ist der USB-C, das USB-C-Kabel. Na komm, kleine Schlange. So, was haben wir denn hier in dem kleinen Büchslein noch drin? Irgendwas Wichtiges verpasst? Ah, okay, die Schlaufen. Das werden die Schlaufen sein. Hier. Machen wir auch gleich direkt dran. Soll ja mal alles gemacht werden hier. So, womit fangen wir an? Machen wir doch mal die Schlaufen dran, wenn ich die schon mal in der Hand habe. Die sind, es gibt keinen besonderen Bereich, wo man die Schlaufen dran macht. Die werden hier einfach eingefädelt. Dafür legen wir die hier so drum. Und fertig. Ja. Kleiner Knoten einfach. Reicht doch aus. Ich finde das ganz schön hier. Die Dinger rutschen nicht so schnell weg. Also die sind auf jeden Fall hochwertig auf jeden Fall. Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Ja, wenn ich schon mal den Controller in der Hand habe, kann ich euch ja mal die Controller zeigen. Eigentlich müsstet ihr hier nur das Ding rausziehen und dann gehen die auch schon an. Hat auch direkt vibriert. Und ich wollte euch aber die Batterien mal zeigen. Hier müsst ihr einmal den Slider hier nach unten machen und dann gehen die auch schon auf. Und hier habt ihr dann eure Batterien drin. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr Probleme habt, das hatte ich bei der Testversion, diese Kontakte hier könnten ein bisschen ölig sein, die vielleicht sauber machen. Und hier das gleiche. Ich hatte da irgendwie Connection Problems, aber das sollte in dem Modell hoffentlich nicht der Fall sein. So, das sind die Controller. Okay, also das Wichtigste zuerst, die ganzen Sticker machen wir mal ab. Wir fangen hier an der Seite an. Gutes Gefühl. Hinten auch. Sehr schön. Und das Wichtigste, warte mal, hier ist noch die Unterseite, bevor wir die schöne Front frei machen. Und jetzt ganz wichtig, guck mal, mache ich mal das Mikrofon. Also ich bin jetzt ganz leise und mache das Mikrofon lauter, dass man das vielleicht auch hört. Schön, oder? Natürlich werdet ihr hier und da Fingerabdrücke haben.
werden. Kann man sich schon fast sicher sein. Muss ein bisschen aufpassen, dass man mein Gesicht nicht sieht, ne? Reflektiert alles ganz schön. Schön, schön. Okay, wir nehmen mal das Ganze hier vorne ab. Oder warte, wir gucken uns das Ganze erstmal an. Ich war schon ein bisschen zu voreilig. Hier ist ja noch ein Sticker. Was ist denn da los? Also, was ich ja nie sehen konnte, war, wie das Ganze hier aussieht farblich. Hier war alles voll gestickert mit diesen Perforierungen. Und jetzt kann ich erstmalig dieses schöne Grau, und das ist auch, hat auch eine ganz schöne Oberfläche, ganz samtig. Gefällt mir richtig gut. Ja, noch mehr Sticker. Alles schön und umweltbelastend voll gestickert. Eigentlich schade. Na, oh nee, ich habe hier Kleberückstände. Nicht cool, nicht cool. Naja, muss ich nachher mal sauber machen. Ja, kann man sich auch gerne sparen. Darf man ja mal dazu sagen. So. Hier haben wir im Vergleich zur Pico 3 Link ein normales Strap, was ich sehr gut finde. Also Top Strap. Das war bei der Pico 3 Link, war das ja so ein blöder Gummilappen. Hier ganz klassisch, finde ich auch besser. Kann man schön an seine Kopfform anpassen. Und das Drehrad hier sehr weich einstellbar. Fühlt sich tatsächlich anders an als bei meinem Testmodell. Viel leichter zu bewegen. Bei meinem hier kann natürlich irgendwie an den Stickern liegen. Ich weiß es nicht so genau. Eigentlich sollte das nicht an den Stickern liegen. Ist das viel schwergängiger. Also da hat sich irgendwie was getan. Habe ich das Gefühl. Interessant. Ja, doch. Fühlt sich gut an. Mal gucken, wie gut es dann auch auf dem Kopf sitzt. Wir haben einen USB-C-Stecker und hier an den Seiten haben wir einen Lauter-Leiser-Knopf und an der rechten Seite haben wir den Einschalter. Und das war es auch schon mit Knöpfen und Anschlüssen. Für ein ausführliches Hands-on, wie gesagt, könnt ihr euch mein Hands-on-Video anschauen. Ansonsten auf mein Review warten. Aber trotzdem kann man ja noch mal ein bisschen hier auf die Pico 4 in der finalen Version eingehen. Das Polster hier hinten ist, ja, wie in meinem Hands-on schon gesagt, okay. Bisschen knatschig, falls man das hört. Aber es sollte hoffentlich auf dem Kopf dann nicht so zum Tragen kommen. Ja, diese zwei Lüfter hier. Gucken wir uns. Habe ich eigentlich irgendwas? Ich nehme mal hier den Schutz von Kiwi Design, um die Front ein bisschen zu schützen, damit wir uns hier das Innere ein bisschen anschauen können. Hier das Ganze, das Face Gasket ist auch magnetisch, auch wenn das erstmal nicht anmutet. Haben wir hier so Pins, die das quasi einführen, aber hier an den Seiten sollten auch Magnete sein, weil das Ganze hält dann doch sehr gut. Um das Nose Flap zu installieren, haben wir hier so einen kleinen, ja, ein kleiner Bereich, wo man das Ganze einschieben kann. Hier ist das dann, kann man das sehen, hier. Das wird dann hier einfach eingeschoben. Ich muss natürlich gucken. Geht ja auch soll ja auch so nach innen gehen. So. Also das Ganze hier eingeschoben. Das hält dann einfach relativ locker. Fällt auch ab und zu mal ab, wenn man das also ständig ab und dran macht. Aber so jetzt im Spielen ist es kein Problem. Was ich noch nicht gesehen habe, ist der hier für das neue Gasket. Es gab nämlich eine Version für den asiatischen Raum, die passte mir nicht so gut. Dieses Face Gasket passt mir persönlich sehr gut von der Bequemlichkeit. Aber da ich Linsenträger bin,
hat mich das Ding auch schon interessiert. Das ist auch magnetisch und ich komme zwar mit den super dünnen VR-Cover-Linsen, zeige ich euch auch gleich, super in das Gerät rein, aber wenn ich es doch eng stelle, dann ja, komme ich schon mit meiner Stirn so ein bisschen hier oben an die Linsen dran. Darum finde ich das Ding gar nicht so verkehrt. Mal gucken, wie das hier dran geht. Bumm. Verschwunden. Also man könnte auch meinen, das muss so. Okay, ging so noch ein Stück rein. Hier ist so ein kleines Brillensymbol. Und das funktioniert so gut. Dann kommt das hier oben drauf. Und das Ganze hält. Es ist jetzt kein Riesenbereich. Man sieht hier das Stückchen hier, lass es 5 mm sein, wo man weiter nach außen geht. Muss nicht unbedingt für Brillenträger sein, kann auch einfach sein, dass ihr ja, einfach ein bisschen Abstand von den Linsen haben wollt. Ne? Immerhin haben wir ein super großes FOV. Ein bisschen schwierig, die Dinger wieder rauszuholen. Muss man hier vielleicht von innen greifen. So, hier und dann an den Seiten entlang, weil ihr könnt hier schlecht an den Seiten anfassen, aber ich lasse es erstmal drin. Befreien wir mal die Linsen. Komm, das machen wir auch von nahem. Pancake-Linsen. Und zwar richtig große. Hier sieht man die kleinen Löcher. Die sind für die Linsen. Wenn ihr Sehstärke-Linsen habt oder einfach Schutzlinsen, werden die auch magnetisch hier einfach aufgeklickt. Zeige ich euch gleich. Und nochmal die andere Seite. Zack. Sehr schön. Schön, schön, schön. Gefällt mir sehr gut. Okay. Das war bis jetzt erstmal. Schaut euch dafür auf jeden Fall nochmal meine VR-Optica Linsenvideo an. Aber mir persönlich ist es wichtig, das nochmal im Unboxing zu zeigen. Hier, das sind die Linsen, Sehstärke-Linsen von VR-Optica. Und hier sind auch kleine Magneten. Ich spare mir das jetzt mal, die richtig sauber zu machen. Einfach um euch zu zeigen, wie die aussehen hier. Rechte Seite. Bumm. Und die sitzen tadellos. Andere Seite auch. Boom. Und so benutze ich sie auch, weil warum auch nicht? Ich bin Brillenträger und will natürlich immer das bestmögliche Experience haben, was man mir bieten kann in Virtual Reality. Wenn ihr noch mehr zu Pico wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaut euch meine anderen Videos an. Das ist zwar jetzt das Unboxing, aber wie ihr wisst, ich habe schon eine ganze Weile dieses Gerät hier und auch schon einige Videos gemacht zum Home, zum OS, also die ganzen Sachen, die ihr in der Brille machen könnt, habe ich alles schon euch vorgestellt. Auch das Pass-Through, wie das aussieht, Mikrofonqualität, alles schon getestet. Als nächstes kommt Virtual Desktop, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann wird es auch schon bald ein finales Review von mir geben. Wahrscheinlich zum Release oder kurz vorher. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Und ihr dürft auch gespannt bleiben. Und ja, wie gesagt, ein Abonnement dalassen. Dieses Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt doch mal einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet und ob ihr euch die vorbestellt habt, meine ich natürlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.